Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der Spielwarenmesse und bin hier gerade am Stand von der Firma Carson bei Markus Söllner. Der zeigt mir hier ein paar Neuheiten als Zubehör für die Tamiya LKWs. Und zwar so entsprechende Anhänger in welchem Maßstab? Im Maßstab 1:14 passend zu Tamiya. Also wir haben jetzt dieses Jahr angefangen auf einen Gliederzug gesetzt. Das ist ein Umbausatz von einem Kofferaufbau für einen Volvo FH16 Holztransporter. Den brauchen wir als Basis von der Länge her. Und dazu haben wir passend einen Kofferanhänger mit Deichsel gezogen. Die Aufbauten sind ähnlich. Wir haben eine Konstruktion aus Aluminium und Kunststoffplatten und das Ganze dann mit Magneten verriegelte Bordtüren, die sich um 270 Grad öffnen lassen, um eine Beladung vom Fahrzeug leichter zu machen. Dazu gibt es auch Elektronik sowohl für den LKW als auch für den Anhänger und Zurüstsätze. Des Weiteren haben wir einen Umrüstsatz für einen Tamiya Rungenauflieger. Die Originalversion hat ein Lademaß von ca. 60 cm. Mit der Zugrohrverlängerung haben wir eine mögliche Beladungsgröße von bis zu 1,20 Meter. Des Weiteren ist die Umrüstung auf eine europäische Stoßstange, die aus Aluminium gefräst ist, mit 7-Kammer-Rückleuchten bestückt und einem Kennzeichenhalter. Der kann auch nachträglich beleuchtet werden. Ah ja. Das heißt, richtig Kennzeichen wird auch beleuchtet, damit das alles schön vorbildgerecht ist. Richtig, richtig. Muss ja alles funktionieren, groß wie klein. Das heißt, man kann hier dann individuell verlängern mit diesem Rohr. Ist das richtig. Dann als Teleskoprohr, wird natürlich hier arretiert wahrscheinlich richtig. Dann auf die Längen, das stabil richtig. ist. Und wir haben auch hier dann als Niveauregulierung freigeschalten, dass man auch dementsprechend die Ladung mitschwimmt. Das heißt, da kann man dann richtig lange Gefährte dann in dem Maßstab nachbilden und ferngesteuert fahren. Definitiv. Das ist jetzt hier auch ein ziemlich langer. Sowas habe ich in der Art schon mal gesehen am Stand ungefähr, glaube ich. Vor 2 Jahren hatten wir das. Wir hatten einen Umrüstsatz von einem Flachbettauflieger zum Baustoff. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir gesagt, okay, wir machen einen Komplettbaukasten. Das heißt, es ist die gleiche Basis, es ist alles in einer Tüte und man hat einen kompletten Baustoffauflieger. Das ist auch Metall, ja? Das sind Aluminium gefräste Bordwände, auch mit Struktur, die mit Neodym-Magneten, die man hier dann sieht, am Pfosten befestigt werden. Und zur leichteren Beladung kann man auch die Pfosten rausnehmen. Der Echtholzboden ist natürlich Serie. Auch die Verzurösen, die in der Versenkung sind, die sind im Bausatz enthalten. Der rastet ein, dann klappt man hier zu. Genau. Dann hält das alles. Genau. Da unten gibt es noch Paletten, die Das man ist ablagern kann. ein Palettenkasten, der auch mit einer wunderbaren Mechanik und Neodym-Magnetverriegelung ist. Ui, auch so richtig Genau. Wahnsinn, mit der ganzen Mechanik. Ja. Ja. Was auch eine Besonderheit an dem Fahrzeug ist, wir haben geänderte Achsen drin. Wir können einmal auf Normalstraßenniveau bauen oder wenn ich eine höher gelegte Zugmaschine habe, kann ich auch die Achsen um 8 mm erhöhen. Ist alles im Baukasten enthalten. Der Reserveradhalter ist aus Stahl gefertigt und die Stoßstange ist auch Stahl mit Alu-Kombination in Verbindung mit den Schmutzlappen. Da werden sicher einige begeistert sein, dass man hier wirklich dann so ein Gespann vorbildgetreu machen kann. Und jetzt haben wir hier noch eine Nummer größer, einen Tiefbett-Tieflader mit Schwanenhals. Richtig, genau. Da geht es darum, den haben wir letztes Jahr vorgestellt. Dieses Jahr haben wir hierzu eine Steuerung der Lenkachsen, die dann durch den Lenksensor parallel über die MFC mitgesteuert werden können. Das heißt, bisher war das dann nicht lenkbar, das heißt, Richtig. muss der Kunde sich selber überlegen, Richtig, wie er das das löst. Genau, wir haben eine spezielle Servohalterung im Heck untergebracht, die man dann hier im Heckbereich sieht. Und die ganze Mimik, wie läuft es dann hier mechanisch? Das heißt, es Wir wird haben- hier übernommen? Richtig, wir haben hier einen Lenksensor, also sprich einen Potentiometer
das die Veränderung vom Lenkwinkel an die Elektronik hinten weitergibt und hinten die Steuerung dann das umsetzt. Das heißt, wenn der dann hier eingerastet ist, dann erkennt er Richtig. den Lenkwinkel und dann ist es hier eben Lenken und ich zeige das jetzt hier nochmal. Ja, Und das Weitere, Sie haben ja hier jede Menge Beleuchtungen, die werden Richtig. dann auch in irgendeiner Form von vorne angesteuert oder wie läuft das? richtig. Die Elektronik selber, die Steuerung, also sprich für den Schwanenhals, wo wir hier haben, die enthalten ist, die als Abkoppel- und Ankoppelvorgang steuert, ist enthalten, sowie die Vorbereitung für die Aufnahme der Warntafeln. Also die Platine selber hat schon die Befestigungen, dass ich die Warntafeln einfach anstecken kann. Die sind natürlich auch noch ausziehbar für jeweils Überbreite oder halt im normalen Fahrbetrieb. Und die Übertragung der Signale dann für diese Beleuchtungen hinten, fürs Kennzeichen wahrscheinlich, für die Rundumleuchte, für alles Mögliche, wie läuft das dann? Das läuft, wir müssen da vorne bei der Zugmaschine anfangen, wenn ein Kunde ein MFC oder ein System eines Drittanbieters hat, dann kommt diese Platine zum Einsatz, in unserem Beispiel passend zur MFC. Da werden dann die Signale dekodiert, welche ich für die Beleuchtung brauche, einmal für die Zugmaschine und auf den Trailer übergeben will. Da haben wir dann unseren Infrarot-Sendediode, die sich hier an der Sattelkupplung versteckt. Die überträgt dann auf den Lenksensor, der hier die Dekodierung, also die Empfängerdiode vom Infrarotsystem hat, die sich im Schwanenhals versteckt und hier nochmal eine Sender-Empfängereinheit verbirgt. Wenn der Schwanenhals abgekoppelt ist, habe ich die Funktionen auf dem Schwanenhals. Das Tiefbett liegt funktionslos am Boden, außer mit der Stromversorgung für die Rundumleuchten. Und dann kann ich das ganze Gespann nach dem Belade- und Entladevorgang wieder ankoppeln und dann meine Fahrt wieder aufnehmen. Der mechanische Sensor für die Lenkung ist gleichzeitig der Infrarotempfänger Richtig. für die ganzen Beleuchtungsfunktionen. Richtig. Und dieser Trailer, der schaut so richtig schwer, massiv aus. Was ist denn das für Material? Wir haben Stahl-Aluminium-Sandwich-Bauweise. Das heißt, das Tiefbett selber wiegt im Leerzustand mit Standardachsen um die 5 Kilo und der Schwanenhals ist ein bisschen ein Wanneproppen mit 2,5 Kilo. Das heißt, die ganze Einheit wiegt dann so ungefähr 7,5, 8 Kilo. Richtig. Mit der ganzen Elektronik noch, Batterie, Richtig. Akkus, sonstiges, die man noch braucht. Ja, ein bisschen aufgerundet kann man schon auf die 8 Kilo und Beladung haben wir ungefähr 25 Kilo. Das heißt, er kann tatsächlich dann 25 Kilo noch als Last mitnehmen. Ja. Und dann haben wir hier noch so Verzurrmöglichkeiten zum Verbreitern. Das sind die Verbreiterungsösen, also sprich für die Ladefläche. Wenn ein Fahrzeug mit Überbreite, nehmen wir einen schweren Radlader, dann kann man da nur Bohlen drauf, so. damit das Lagebett oder das Tiefbett noch verbreitert wird. Das heißt, man kann dann einen Überbreitentransport auch nachbilden Richtig. im Modell. Wie Die lang wa- ist der ganze Trailer bis zum vorderen Ende vom Schwanenhals? So ungefähr? 1,10 Meter haben wir ungefähr. Ja, doch schon eine ganze Menge. Das heißt, mit der Zugmaschine selber Also sind wir dann locker bei 1,50 Meter. Ja, definitiv. Und das geht dann mit zweiachsigen oder mit dreiachsigen? Oder Also- welche Zugmaschinen braucht man? Wahrscheinlich die große. Man kann, also wenn er unbeladen ist, kann man schon mit einer zweiachsigen den Tieflader rumschleifen. Aber dreiachsig oder dann eher vierachsig Schwerlast ist dann eher so vorbildgetreu. Das heißt, sowas wie der Scania 77 wäre dann dafür den geeignet. haben wir hier bloß als Dummy stehen, als Demo-Modell. Also ohne Aufbau. Richtig. Weil sonst würden wir die ganze Elektronik verstecken. Das wollten wir ja nicht. Gut, war schön, dass man das hier mal so im Detail sehen kann, wie das innen aufgebaut ist. Sehr gern. Und dann bedanke ich mich bei Markus Söllner hier Immer für gerne. die Vorstellung dieser ganzen Erweiterungen von Carsen für die Tamiya Schwerlast-LKWs. Super, gerne. Bis bald, schöne Messe.